Diesmal gibt es das Review von diesem unglaublich tollen Headset, Cardo Freecom 2X. Kurz vorgestellt, die Technik hier. Für mich ist eigentlich Sprechen beim Motorradfahren immer eine Ablenkung. Ablenkung braucht man nicht. Wir wollen am Leben bleiben und deshalb sollen wir uns konzentrieren, was vor uns abläuft. Das funktioniert per Knopfdruck. Du klingst dich eigentlich auch gleich ein in das Gerät des anderen. Bedeutet, wenn du gerade fokussiert bist auf einer Bergstraße, hier den perfekten Kurvenradius hinzulegen und einfach ein bisschen Spaß zu haben und währenddessen klingt sich plötzlich deine Freundin rein und will dir erzählen, was für eine wunderbare Bergaussicht auf der linken Seite war. Kurz zur Vorgeschichte. Ich habe das in einer Softwareversion vor 3 gekauft und es war absolut grottenschlecht. Vor allem das Wichtige: hört man den Gesprächspartner, also hört man den Fahrer, hört man den Freund, hört man den Beifahrer problemlos. Einer der wichtigsten Punkte für mich war quasi, kann ich während dem Motorradfahren laut genug Musik hören? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir versuchen es heute mal mit einem Greenscreen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Dementsprechend, diesmal gibt es das Review von diesem unglaublich tollen Headset, Cardo Freecom 2X. Und zwar haben wir das jetzt ein Jahr im Einsatz gehabt, 2 Stück davon. Und ich muss sagen, das Resümee mit aktueller Software ist einfach gut. Kurz vorgestellt, die Technik hier. Und zwar, wie man es kennt, von Sena oder von Cardo. Das Ding hier ist einfach drauf zu klippen, wasserfest, hat hier einen USB-C-Anschluss schon, sehr praktisch, wenn man auf Reisen ist und nicht Micro-USB oder ähnliches Zeug mitschleppen will. Die Verbindung ist hier nicht ausgelegt für irgendwelche Mesh-Netzwerke mit mehreren Fahrern. Es geht primär um 2 Fahrer, also primär auch den Fahrer und den Beifahrer. Sowas habe ich gesucht. Für mich ist eigentlich Sprechen beim Motorradfahren immer eine Ablenkung und dementsprechend habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf verzichtet und mir gedacht, Ablenkung braucht man nicht. Wir wollen am Leben bleiben und deshalb sollen wir uns konzentrieren, was vor uns abläuft. Aber manchmal, besonders wenn man gemütliche Reisen macht, ist es echt extrem wichtig, einfach zu klären: nächste Trinkpause, wann geht man essen, wann kommt man ans Ziel, machen wir gemütlich, machen wir ein bisschen Bergfahrt, legen wir noch einen extra Zwischenstopp ein, genau, einfach so normale Klärungen oder hey, hast du die Burg rechts gesehen oder hey, hast du die Burg links gesehen oder ich muss kurz was richten oder die Musik spielt nicht, ich möchte sie einstellen. Also einfach so ein paar Klärungen während dem Fahren sind ganz wichtig. Dementsprechend hiermit kannst du jeweils den anderen Fahrer anrufen. Das funktioniert per Knopfdruck. Du klingst dich eigentlich auch gleich ein in das Gerät des anderen. Das heißt, der andere muss nicht annehmen, der andere muss nicht ablehnen, der andere ist plötzlich einfach da. Das kann jetzt toll sein oder auch nicht. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Man braucht natürlich trotzdem noch die zwischenmenschliche Kommunikation. Bedeutet, wenn du gerade fokussiert bist auf einer Bergstraße, hier den perfekten Kurvenradius hinzulegen und einfach ein bisschen Spaß zu haben und währenddessen klingt sich plötzlich deine Freundin rein und will dir erzählen, was für eine wunderbare Bergaussicht auf der linken Seite war, dann könnt ihr euch vorstellen, ist das definitiv ablenkend und braucht man nicht. Aber für mein Verständnis sollten auf einem Motorrad sowieso nur 2 Leute sitzen, die sich verstehen. Dementsprechend, wo der eine auch weiß, was der andere macht und wann man sprechen kann, soll und auch den Fahrer ablenken und wann nicht. Dementsprechend muss man das manchmal einfach klären und man sollte sich auf jeden Fall auch die Zeit nehmen, seinen Beifahrer trotzdem zu instruieren, was er denn wann zu tun hat und nicht, weil das Leben deines Beifahrers hängt ja auch an dir als Fahrer. Dementsprechend, ich finde wirklich eine tolle Sache. Man kann auch ganz normal FM, AM, Radio hören. Genau, wir hören, wenn dann eigentlich über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt Musik. Kurz zu den technischen Details. Man kann tatsächlich das Motorrad, ein GPS-Gerät und das Smartphone koppeln. Also gesamt 3 Geräte, wenn ich das soweit richtig habe. Und hat bei mir und bei der KTM leider nicht richtig funktioniert. Im Sinne von, es ist tatsächlich schon so lange her. Ich habe das Cardo mit dem Motorrad gekoppelt und das Motorrad dann mit dem Handy. Im Sinne von, man könnte quasi auch 2 Cardos mit dem Motorrad koppeln und ein Handy mit dem Motorrad und dann würde das sich so spreaden und dann könnten auch beide zum Beispiel dieselbe Musik hören und vor allem auch das KTM-Navi, das ja dann vom Handy ins Motorrad spielt und vom Motorrad wieder an zum Beispiel beide Fahrer oder einen Fahrer. Sowas wäre meine Idee gewesen. Es gab auf jeden Fall Probleme mit dem Bluetooth-Protokoll und der Kommunikationsart. Ich hatte auch einen Bug-Report an Cardo geschickt. Vielleicht hier kurz eingeblendet für euch, worum es genau gegangen ist. Auf jeden Fall, ich dachte mir für meinen Einsatz, es ist einfach viel einfacher und viel stressfreier, wenn ich das Cardo einfach direkt meinem Smartphone koppel. Die Verbindung zwischen Fahrer und Beifahrer ist ja permanent präsent, also die hat damit gar nichts zu tun. Das funktioniert quasi ohne Motorrad, ohne Handy, ohne alles, einfach per Knopfdruck. Ich schalte das Ding einfach ein.
das Handy connectet sich und alles ist soweit perfekt eingerichtet, funktioniert auch perfekt. Kurz zur Vorgeschichte, ich habe das in einer Softwareversion vor 3 gekauft und es war absolut grottenschlecht. Also das Koppeln mit dem Handy war saumäßig schlecht, das Koppeln mit dem Motorrad war saumäßig schlecht und vor allem saumäßig schlecht war die App und dementsprechend auch das Durchführen eines Software-Updates für dieses Kado. Das war extrem anstrengend und irgendwie habe ich es aber dennoch geschafft. Nach dem Aufspielen des Updates 3 und danach hat es dann wirklich verlässlich funktioniert. Auch endlich mal diese Bluetooth-Verbindung zwischen Handy und Cardo und auch quasi das Konfigurieren des Cardos, eben wie stark soll die Geräuschfilterung im Hintergrund sein, wie stark soll die Lautstärke verstärkt werden, was der Fahrer quasi spricht. Und es gibt so einige tolle Einstellungen. Es funktioniert nach Version 3 jetzt gut. Dementsprechend würde ich auch sagen, jetzt kaufen ist eine gute Idee. Es ist wohl ausgereift her und man kann wirklich Spaß haben damit und es gut verwenden. Davor hätte ich es auf keinen Fall empfohlen. Es war wirklich nur Krampf. Dementsprechend habe ich wieder mal Glück gehabt und habe auch einiges an Bug-Reports an Cardo übermittelt und bin froh, dass es besser geworden ist. Genau. Was trotzdem von Anfang an funktioniert hat, wenn man es mal mühevoll mit 16 Versuchen eingerichtet hat, war dann die Verbindung zwischen den Fahrern. Also das hat soweit geklappt. Es war quasi nur das Konfigurieren des Geräts und das Steuern über die Handy-App war wirklich, wirklich sehr mühsam. Einer der wichtigsten Punkte für mich war quasi, kann ich während dem Motorradfahren laut genug Musik hören? Natürlich sollen wir alle die Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen, aber so, dass es quasi auch bei 130 auf der Autobahn, wenn wir nach Genua unterwegs sind, Spaß macht, einfach gute Musik zu hören. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Also das Gerät ist auf jeden Fall laut genug. Ich würde sagen, bei 260 hörst du mehr Wind als Maximallautstärke, aber nicht die Referenz. Dementsprechend für normale Reisegeschwindigkeit, auch für sportliches Fahren, auch für lauten Motor, ist wirklich die Lautstärke mehr als genug. Du kannst einfach auch richtig auftreten und ein geiles Lied einfach mal richtig gut genießen. Die Qualität ist auch wirklich perfekt. Ich würde weiterhin sagen, wer wirklich einfach nur Musik hören will und das in bester Qualität, aber natürlich mit dem Manko, man nimmt die Umgebung weniger wahr, soll sich einfach eins dieser beiden Videos reinziehen, einfach ein In-Ear-Headset reinstecken und alles ist perfekt. Ist, finde ich, noch immer der beste Klang. Genau, Headwave habe ich mir auch mal angeschaut, war für mich nichts, weil quasi die Umgebung auch mithört. Aber das ist wirklich toll und vor allem das Wichtige, hört man den Gesprächspartner, also hört man den Fahrer, hört man den Freund, hört man den Beifahrer problemlos? Ja, also auch bei Geschwindigkeiten von 100, 130 würde ich sagen, kann man problemlos noch ein Gespräch führen. Ich würde annehmen, das hängt auch sehr mit dem Helm zusammen. Genau, bei meiner Freundin scheinen die Windgeräusche ein bisschen stärker zu sein, deshalb ist das auf jeden Fall bei ihr ein bisschen sensibler. Bedeutet, wenn wir 150, 160 fahren, funktioniert das mit dem Sprechen nicht mehr so gut. Ich höre auf jeden Fall trotzdem meine Musik laut genug und ich höre sie auch immer laut genug. Deshalb, man kann sehr viel Feineinstellung noch machen, indem man quasi diese Ohrpolster, die quasi die Lautsprecher sind, dass man die quasi genau feinjustiert auf das Ohr. Ich habe das bei mir festgestellt, das sollte man am Anfang sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, das genau zu machen, weil wenn eins einfach nicht gleich sitzt, dann ist es auch nicht gleichmäßig laut. Und bei mir war wirklich am Anfang auch so, dass eins einfach leiser war, hat ein bisschen Feinjustierung gebraucht, dass das genau an derselben Stelle ist. Deshalb, ich würde annehmen, bei der Freundin sind vielleicht die Lautsprecher nicht genau an der richtigen Stelle, deshalb vielleicht ein bisschen abseits, deshalb ist allgemein ein bisschen leiser. Zur Installation, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, aber bei uns haben beide Helme ein X-Lite von Lewis und ein HJC, haben beide diese Aussparung gehabt, dementsprechend wirklich innerhalb von 20 Minuten, einer halben Stunde mit Anleitung hat man das problemlos zusammengesteckt. Die Kabel unter Anführungszeichen verlegt, ist auch wirklich kein Problem gewesen. Die Lautsprecher reingeklebt. Es hat quasi am Anfang auch manchmal ein bisschen gezwickt. Genau, das muss man einfach wirklich fein justieren und mit den Polstern so ausrichten, dass da einen wirklich nichts stört. Genau beim Aufziehen und beim Abziehen hat es am Anfang auch bei den Ohren ein bisschen gerieben, weil da so eine scharfe Plastikkante von meinem Helm-Innenfutter war. Habe ich aber auch in den Griff gekriegt, einfach auch mit der Ausjustierung des Polsters. Und dann war das soweit perfekt. Ich finde für unsere Motorradreisen auf jeden Fall eine Bereicherung. Es ist wirklich auch eine Bereicherung fürs Alleinefahren, weil man einfach Navi-Ansagen problemlos hört. Eben man kann Radio oder Verkehrsfunk auch einfach problemlos hören. Und es ist einfach tiefenentspannt. Ich würde weiterhin vom Telefonieren abraten, aber auch das Telefonieren hat hier einfach perfekt geklappt. Genau, ein Kollege hat mich angerufen und seiner Wahrnehmung nach war es kein Unterschied, ob ich jetzt zu Hause am Sofa sitze, am Fahrrad vielleicht fahre oder einfach spazieren gehe oder hier am Motorrad fahre. Das heißt, man hat mich wirklich gut verstanden und ich habe ihn auch wirklich gut verstanden. Das Mikrofon scheint allgemein super zu sein.
Deshalb hier gerne eingeblendet der Preis, den ich bezahlt habe. Das war irgendwie so Black Friday Sale vor 12 bis 14 Monaten. War wirklich, ich finde, ein super toller Preis. War wirklich jeden Cent wert und ist ein großartiges Produkt. Leider erst mit vielen Software-Updates, aber ich glaube, das ist unser Leid dieses Jahrhunderts, vielleicht dieses technologischen Fortschritts. Wir kriegen einfach sehr oft Produkte, die softwaretechnisch noch nicht ausgereift sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht es ganz gut. Fahrt immer vorsichtig und viel Freude mit allen tollen Headsets, die ihr da draußen so benutzt. Teilt gerne euer Feedback und was ihr so besitzt unten in den Kommentaren. Bin sehr gespannt. Was mich persönlich interessieren würde, es gibt ja auch so Headsets, wo quasi die Stimme des Fahrers mit aufgezeichnet wird, dass man das irgendwie in ein Video einfließen lassen könnte. Falls ihr Erfahrungen damit habt, auch sehr gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich gar keine. Ich würde einfach dieses Mikrofon hier, dieses DJI-Mikrofon hier noch reinstecken. Und das war's dann. Dementsprechend macht es ganz gut. Bis bald. Tschüss.